Einen schönen guten Tag, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Ich begrüße euch alle, genauso wie unseren Trainer Marco Rose und bitte euch um eure Fragen. Wir fangen an mit Jesko von Eichmann für Sky. Ja, und ich würde traditionell mit der Personalfrage anfangen. Wie sieht es aus beim Personal? Gibt es Rückkehrer? Gibt es welche, die vielleicht auf der Kippe stehen für Samstag? Ist jetzt kein neuer dazugekommen, der in irgendeiner Form auf der Kippe stehen könnte. Schulle kommt, wenn es heute und morgen gut läuft, möglicherweise zurück. Hat gestern das erste Mal mit dem Team trainiert. Und ansonsten haben wir ein paar Jungs, die auf einem ganz guten Weg sind, aber wo es noch ein paar Tage dauern wird. Jule Brandt, Emre Can, das sieht ganz gut aus. Daxo gestern das erste Mal Teile mit dem Team gemacht, aber auch da werden wir natürlich noch ein bisschen Geduld brauchen. Judith Malter für den Express. Hallo, liebe Grüße nach Dortmund. Ich habe eine Frage zur Rückkehr nach Mönchengladbach. Herr Rose, Sie sind ja nicht so beliebt bei manchen Fans, um es gelinde auszudrücken. Einige haben da auch angekündigt, sich eventuell für Sie was Besonderes einfallen zu lassen bei Ihrer Rückkehr. Wie gehen Sie damit um? Wie bereiten Sie sich darauf vor? Und natürlich ganz wichtig, was für eine Gladbacher Mannschaft erwarten Sie, die ja nicht so gut in die Saison gestartet ist bislang? Ich konzentriere mich aufs Wesentliche, das ist das Spiel, die Arbeit, die Aufgabe, die wir dort haben. Nebenher freue ich mich auf eine Menge Leute, die sich möglicherweise auch freuen, mich zu sehen. Und drumherum erwarte ich natürlich eine Mannschaft aus Gladbach, die Qualität hat, die ich sehr gut kenne, die an einem guten Tag in der Lage ist, jeden in der Bundesliga zu schlagen, die einen schwierigen Saisonstart hatte, aber ich kenne die Jungs, die alles daran setzen werden, zu Hause im eigenen Stadion dieses besondere Spiel gegen einen starken Gegner aus Dortmund zu gewinnen. Und dementsprechend müssen wir bereit sein, das alles anzunehmen in erster Linie und dann natürlich versuchen, unseren Fußball auf den Platz zu bringen. Bijan Jacobi, bitte. Ja, Herr Rose, hallo. Dann wollen wir mal bei Gladbach bleiben. Wie sehr hat sich denn das Spiel der Gladbacher durch Adi Hütte verändert? Oder kann man sagen, dass Sie einen Vorteil haben, weil Sie die Mannschaft noch gut kennen? Es ist nicht immer ein Vorteil, wenn wir die Mannschaft gut kennen. Ich glaube, die Jungs kennen mich auch ganz gut. Dementsprechend wird es einfach spannend, dann natürlich zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Nochmal, ich glaube, dass dort eine Menge Qualität drin steckt. Ich glaube, dass Adi mit seiner grundsätzlich positiven Art dort auch relativ schnell die Kurve bekommen wird. Die Jungs sind zu gut. Und trotzdem geht es für uns darum, dass wir versuchen wollen, die 3 Punkte da aus Mönchengladbach mitzunehmen. Marian Laske für die Funke Mediengruppe. Ja, hallo Herr Rose, ich hoffe, Sie hören mich. Ich würde trotzdem noch einmal ganz kurz gerne auf Ihre Rückkehr eingehen, auch wenn Sie das jetzt nicht so viel dazu sagen wollten. Vielleicht doch nochmal, ist es trotz allem irgendwie etwas Besonderes? Klopft da das Herz ein bisschen mehr, weil es ja schon für Sie eine sehr wichtige Station war in Gladbach, die 2 Jahre, und es jetzt nun mal das erste Spiel ist, wo natürlich auch die Scheinwerfer noch etwas greller auf Sie leuchten? Ja, aber ich habe es eben schon gesagt, das versuche ich auszublenden. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche. Ich versuche die Geschichten, die drumherum entstehen oder die daraus gemacht werden wollen, für mich nicht aufkommen zu lassen. Und damit fahre ich ganz gut. Ich glaube, dass das wichtig ist. Nochmal, es gibt eine Menge Leute, auf die ich mich echt freue, die wiederzusehen. Auch aus der Mannschaft natürlich, die Jungs mal wieder zu treffen. Aber wie es im Fußball ist, das hat man ja ganz oft, dass man gegen Ex-Vereine spielt, auch wenn man sich sehr wohl gefühlt hat. Dann geht es vor allen Dingen darum, dass man für seinen neuen Verein das Bestmögliche rausholt. Und das sind für uns 3 Punkte. Und nach dem Spiel hat man dann möglicherweise auch nochmal die Zeit, mit dem einen oder anderen, unabhängig vom Ausgang, dann auch nett zu plaudern. Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten.
Ja, hallo zusammen. Marco, nach dem Spiel gegen Berlin am Sonntag hast du auch vor der Südtribüne gefeiert. Ein bisschen hinter den Spielern, aber schon auch mit den Fans. Wie wichtig ist für dich so ein erfolgreicher Start jetzt mit den letzten 4 Siegen in Serie? Wie gut tut das persönlich? Wie sehr hilft es auch, um die Überzeugungskraft in der Mannschaft zu wecken, dass dieser Weg, der eingeschlagene, der richtige ist? Ergebnisse sind das Wichtigste im Profifußball auf dem Niveau. Für einen Trainer nicht nur, sondern da geht es dann auch natürlich um Faktoren wie Entwicklung, Schritte vorwärts, Schritte rückwärts, Dinge, über die wir auch immer wieder reden, Offensivspiel, Defensivspiel. Aber natürlich, da muss man keinen Hehl draus machen, sind Ergebnisse wichtig, um das Vertrauen der Spieler dann auch nochmal zu erhöhen in das, was man macht, dass die Arbeit, die man verrichtet, dass die bestätigt wird. Und es ist natürlich auch wichtig, und da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, in der Öffentlichkeitswahrnehmung das Vertrauen zu entwickeln. Und wir alle wissen, dass die Konstellation in Dortmund, als ich herkam, dann nicht ganz so ohne war. Edin hat das hervorragend bis hierhin mit mir gemeinsam gemeistert. Wenn man sieht, wie wir zusammenarbeiten, wie die Grundstimmung hier ist, dann war das nie ein Thema für uns. Aber das hätte natürlich relativ schnell ein Thema werden können, wenn die Ergebnisse nicht gepasst hätten. Und da erzähle ich, glaube ich, auch keinen Senf, sondern das wissen alle. Und dementsprechend sind wir ganz froh, dass wir das bis hierhin ausblenden konnten. Aber ich kenne Profifußball. Am Samstag ist ein Spiel, am Dienstag ist ein Spiel, nächsten Samstag ist ein Spiel und dann redet man möglicherweise schon wieder über andere Dinge. Bijan Jacobi nochmal. Ja, ich habe nochmal eine Personalfrage nach Thorgan Hazard. Toto haben Sie in der 84. Minute eingewechselt gegen Union Berlin. Ist er wieder soweit fit und wäre denn auch wieder fit für 90 Minuten? Ich glaube, dass es bei Toto noch nicht für 90 Minuten reichen kann. Er hat auch am Tag nach dem Berlin-Spiel das Training leider nicht mitmachen können, weil er wieder leichte Schmerzen hatte. Ist gestern allerdings dann auch voll dabei gewesen. Dementsprechend ist Toto natürlich eine Option. Er ist wichtig für uns, für unser Spiel. Und wir versuchen ihn jetzt natürlich, wir haben viele Spiele, dann auch nach und nach wieder auf 100% zu bringen. Obwohl ich glaube, dass Toto ein Spieler ist, der ja auch mit einem Kaltstart ganz gut zurechtkommt und gar nicht so viel Anlaufzeit braucht, um wieder viel Spielzeit zu generieren. Marian Laske? Ja, Herr Rose, ich habe noch eine Frage zum System. In der letzten Saison, am letzten Spieltag, da haben Sie gegen Werder Bremen gespielt und die haben dann auch mit einer Raute gespielt. Und damals gab es die Kritik an Thomas Schaaf, dass er ausgerechnet gegen eine Mannschaft mit der Raute spielt, die das System sehr gut kennt und deswegen auch die Schwachstellen kennt. Und jetzt treffen Sie halt auf Gladbach, die dieses System logischerweise durch Sie auch sehr gut kennen. Könnte es also sein, dass Sie ein anderes System wählen, weil man aus Gladbacher Sicht dann halt auch die Schwachstellen ganz gut kennt? Ist das eine Überlegung, die damit reinfließt in die Überlegung? Ja, ein bisschen weit hergeholt. Es war ja nicht klar, dass Bremen Raute spielt tatsächlich. Man konnte es etwas erahnen, weil Thomas natürlich für die Raute jahrelang in Bremen stand. Und wir haben uns einfach eine Grundordnung überlegt, wie man das offensiv ganz gut verteidigen kann und wie man defensiv ganz gut verteidigen kann und wie man offensiv dann für sich ein paar Räume generieren kann. Ich glaube, im Spiel Bremen kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Es ging für uns um den europäischen Wettbewerb, für Bremen ging es um den Abstieg, alles nicht so einfach. Also das spielt jetzt in meinen Überlegungen keine große Rolle. Es geht darum, dass wir versuchen, unser stärkstes Personal aufs Feld zu bringen, in den Positionen, wo sie am wertvollsten für uns dann auch tatsächlich sind. Und dann ist es immer eine Frage der Umsetzung. Nochmal, die Systematik ist immer das eine, die Umsetzung natürlich das andere. Jürgen Kors mit der nächsten Frage. Ja, ich wollte da anschließend, wo auch Bethlen nachgefragt hat, nach Toto. Der hat dann ein schwieriges Jahr hinter sich, erst mit Muskelverletzung, jetzt mit der Sprunggelenksverletzung, nicht so viel gespielt, wie er es gerne gehabt hätte und auch nicht so viel zur Verfügung gestanden für die Trainer. Mit welchen Stärken, Qualitäten kann er dich eigentlich überzeugen? Woran kann er noch arbeiten? Und zweiter Teil der Frage, weil mir ein halbes Dutzend Positionen einfällt, auf denen er schon gespielt hat oder auf denen er spielen könnte. Wo würdest du ihn eigentlich am ehesten einplanen?
Ja, Toto ist einfach ein hervorragender Fußballer, der eine gute Fußballtechnik hat, der 1 gegen 1 gehen kann auch mal, auch wenn er jetzt nicht den herausragenden Speed hat, der gutes Spielverständnis hat, sehr gutes Spielverständnis hat, der defensiv dazugelernt hat. Ich glaube vor allen Dingen in der belgischen Nationalmannschaft natürlich, dadurch, dass er dort Flügelverteidiger auch spielt. Ich finde, er hat das bei der EM hervorragend gemacht in den Spielen, in denen ich das gesehen habe. Und dementsprechend ist er für einen Trainer ein Segen, weil er sehr polyvalent ist, vielseitig einsetzbar. Bedeutet, ich finde, dass Toto sogar auf 8 spielen kann. Er kann Mittelstürmer spielen, vor allen Dingen, wenn du mit 2 Spitzen spielst. Er kann auf 10 spielen. Ich glaube, dass das sogar seine Lieblingsposition wäre. Er kann Flügelverteidiger spielen, er kann Flügelstürmer spielen. Und ich habe jetzt gar nicht für mich so eine 1A-Position für ihn im Kopf, weil er gefühlt einfach dir immer Stabilität auch gibt, Verlässlichkeit mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Wenn man vielleicht an Dingen noch arbeiten kann, dann wäre es, dass er irgendwo in einem Teilbereich herausragende Fähigkeiten entwickelt, dass er möglicherweise noch torgefährlicher wird, dass er noch mehr zum 1 gegen 1 Spieler offensiv wird und dort immer wieder dann auch Flanken schlägt oder zum Torabschluss kommt. Aber Toto ist ein wichtiger Faktor für uns, weil er vielseitig einsetzbar ist und viel für uns mitbringt. Judith Malter. Ja, Herr Rose, die Gladbacher hatten ja in den vergangenen Wochen einige Verletzungssorgen. Aktuell sind auch immer noch einige Spieler verletzt. Sehen Sie das als Vorteil an oder denken Sie, dass die Gladbacher das bisher sehr gut kompensieren konnten und Sie deswegen die Mannschaft keinesfalls unterschätzen sollten? Also unterschätzen tun wir sowieso grundsätzlich keinen Gegner. Das sollte man nie machen, egal wo und wie. Die Spieler, die ausgefallen sind in Gladbach, mit Rami immer wieder, mit Tikus natürlich. Dann hatten wir über einen Gini ist dann irgendwann mal ausgefallen, Hoffi mit Problemen. Ja, das ist natürlich sind natürlich wichtige Spieler für Borussia Mönchengladbach. Stevie ist derjenige, der dort immer wieder über rechts auch anschiebt. Das kann dir natürlich schon auch ein bisschen was zerhauen, das ist klar. Aber ich finde, das, was ich bis hierhin gesehen habe, dass sie versuchen, gut damit umzugehen. Sie jammern nicht. Und auf der anderen Seite, Borussia Dortmund hat Gio Reyna, Jule Brandt, Toto Hazard, Emre Can, Mats Hummels am Anfang der Saison. Also ich glaube, dass wir da alle irgendwo ein ähnliches Päckchen zu tragen haben und deswegen sehe ich da jetzt auch keinen sonderlich großen Vorteil. So, ich sehe im Moment keine weiteren Handzeichen. Geben wir dem Ganzen noch kurz. Bijan Jacobi, bitte. Ja, Herr Rose, trotz allem gab es auch ein bisschen Kritik an Ihrem Spiel. Allen voran auch, dass, wie Michael Zorc gesagt hat, dass Sie gegen Union kurz vor Schluss auch nicht konsequent gegen die Bälle gegangen sind und auch die Standards nicht richtig verteidigt haben das Spiel schleifen lassen, wie er sich ausdrückte. Ist das etwas oder wie kann man an so etwas arbeiten? Wie kann man da auf die Mannschaft einwirken? Also damit hat der Zorci natürlich recht und das hat jeder so wahrgenommen. Und das Gute ist, nicht nur der Zorci, nicht nur der Trainer, sondern auch die Jungs. Wir haben gestern nochmal über das Spiel geredet und haben dann schon festgestellt, auch wenn man den Spielverlauf sieht, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, wäre es absurd gewesen, wenn wir in den letzten 10 Minuten dieses Spiel noch hergeschenkt hätten. Und dieses 4-2, das gehört auch zur Wahrheit, kurz nach dem 3-2 war schon auch nochmal wichtig für uns, dort direkt dann den Deckel drauf zu machen. Und wir haben darüber geredet, dass es einfach natürlich eine Frage der Spielaktivität, der Haltung ist und das haben alle genau richtig empfunden. Wenn du in der Bundesliga dann auch nur 1 Zentimeter, ein Fünkchen nachlässt, dann kannst du sofort Probleme bekommen gegen jede Mannschaft. Erster, zweiter Ball, verloren, Flanke, nicht aufgepasst im Zentrum und dann gibt es einen Elfmeter und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir neben anderen, an dem wir auch gerne arbeiten, aber viele Dinge, glaube ich, funktionieren schon sehr gut, aber daran müssen wir einfach arbeiten, dass wir so ein Spiel über 90 Minuten lang seriös durchziehen und es dann auch richtig für uns entscheiden.
Ja, dann vielen Dank, liebe Kollegen, für euer Interesse. Wir sehen uns am Samstagabend in Mönchengladbach. Gute Anreise. Bis dann. Tschüss.